Meine Lieben, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend und seid herzlich willkommen in meinem Astrologie-YouTube-Kanal. Am 4. Dezember, 13:03 Grad im Zwilling-Tierkreiszeichen, findet ein extrem starker Supervollmond statt. Diejenigen, die nicht wissen, was ein Supervollmond ist eigentlich, wenn der Mond ganz nah am Erde ist, und so sprechen wir von einem Supervollmond. Energetisch kann ich das euch so erklären, ein Vollmond ist zum Beispiel, stellt euch vor, ihr habt einen Garten, also ein Haus, ein Einfamilienhaus mit einem Garten, und es gibt einen Gartenzaun mit Türen. Das heißt, ihr seht beim Vollmond, es ist Tageslicht, ich sehe, da kommt vielleicht mein Nachbar an meinen Gartenzauntür. Das heißt, ihr seht alles, das ist eine Nachbarin, die kommt. Ein Supervollmond ist, es ist nicht ein Gartenzaun, sondern jemand kommt und klingelt an deine Tür. Das heißt, es ist ganz nah an dir. Das heißt, diese Person, ihr könnt total gut sehen, welche Brille es hat, welche Haare es hat, wie die Kleider sind. Das heißt, diese Situation könnt ihr gar nicht ausweichen. Ein Vollmond, wo vielleicht am Gartenzaun ist, ihr könnt vielleicht so tun, als wärt ihr noch beschäftigt, als würdet ihr etwas am Garten machen und diese Person habe ich wie nicht gesehen. Also obwohl es sichtbar ist, ihr könnt ein bisschen ausweichen, aber ein Supervollmond, dem kann man kaum ausweichen, weil energetisch eine ganz, ganz starke Energie ist. Zudem ist es aber auch so, dass bei diesem Supervollmond noch viel, viel mehr Energie vorhanden sind. Nur von der Energiequalität her, also dass ihr euch vorstellt, also ein Supervollmond ist eigentlich vielleicht so 14 mal, 13 mal mehr stärker von der Energie her als eine normale Vollmond. Also ihr macht doch mal so Fotobilder und die vergrößert, dann kann man doch die so richtig ein Detail sehen, und das ist eigentlich ein Supervollmond. Aber eben, was ganz speziell an diesem Supervollmond ist, Mond, Lilith, Mars sind außerhalb von Deklinationsgrad. Das heißt, die Grenzwerte vom Deklinationsgrad ist 23, 26 Grad und Mond ist 27, 19 Grad. Was hier auch ganz wichtig ist zu erfahren, also für euch, vielleicht so, als wenn ihr euch dafür interessiert, der Mond kann Maximum 28, 35 bis 40 Grad gehen. Das heißt 5 Grad mehr als die Grenzwert, mehr nicht. Und dieses Mal ist der Mond fast 4 Grad mehr als das übliche Grenzwert eigentlich. Und das ist relativ stark. Das heißt, unsere Emotionen, die Gefühle sind sehr stark. Das heißt, die Dinge werden noch viel, viel mehr gesehen oder intensiv werden. Es werden ganz, ganz wichtige Entscheidungen getroffen, Gespräche geführt werden. Und diese Energie, also von der Vollmond, ihr müsst euch wie vorstellen, es ist etwas, was so klar ist, so eindeutig ist, dass man keine Ausreden mehr bringen kann. Also man muss wie dieses Ding wirklich jetzt anschauen, und es wird auch unser Leben ganz stark verändern. Und wir wollen jetzt auch ein bisschen schauen, was könnte das überhaupt für Thema sein eigentlich bei euch oder bei mir? Es ist so, das Zwillingsthema generell, das ist eigentlich eine Wohnsituation. Miete zum Beispiel, Nachbarschaft, Lästern, News, Nachrichten, Bildung, Bildungswesen. Es kann aber Reisen sein, unterwegs sein. Es ist aber auch unsere Kommunikation, unser Denken. Was ein Zwilling ganz, ganz zum Beispiel wichtig ist, Zwilling hat ja auch mit Denken zu tun, aber was sind das für Denken? Also zum Beispiel angenommen, ich lese das Buch jetzt und ich hole Informationen oder irgendwelche Bildung mir raus. Und ich tue dieses Wissen eigentlich zu meinem eigenen Wissen machen. Das heißt, vielleicht hat ja dieses Mensch dieses Buch geschrieben, in dem betrunken war, oder vielleicht hat er Drogen genommen, hat dieses Buch geschrieben, und ich sage, das ist jetzt wahr, und ich mache das zu meinem Wissen. Das heißt, es ist dann auch so, es ist ja nicht nur dieses Buch, den ich lese, vielleicht das, was meine Eltern mir sagt, oder was die Menschen mir vermitteln, oder die Erfahrungen, die ich vielleicht gemacht habe. Das heißt, die prägen dann meine Denkweise. Und was mache ich? Ich tue Gewissen vielleicht Denkverhalten mir einarbeiten. Das heißt, ich verhalte mich, weil ich denke, das ist so richtig, und ich mache vielleicht dann auch meine eigenen Gesetze, meine Denkgesetze eigentlich, könnt ihr euch wie vorstellen.
Was hier auch ganz, ganz wichtig ist, dieses Vollmond sagt es eigentlich, du, was hast du eigentlich so in den letzten 2, 3 Jahren gemacht? Und vor allem seit Sommer 24, ihr habt die letzte Prüfung gehabt, ihr habt in etwas beginnen müssen und habt ihr alle diese korrekt gemacht eigentlich. Und in der letzten Zeit, vielleicht habt ihr gewisse Leute von euch, vielleicht habt ihr etwas bekommen sollen, was finanziell ist, aber ich habe das vielleicht nicht bekommen. Oder ihr seid vielleicht in eine Funktion reingekommen und man hat vielleicht gesagt, ja, du hast ja vielleicht irgendwelche Titel, irgendwelche akademische Titel, wir wollen über Staat irgendwie Geld holen, tu das missbrauchen. Und dann ist wie gegangen, ja, hast du das gemacht oder nicht gemacht? Es sind viel um finanzielle Dinge gegangen, weil rückläufige Merkur, die ist ja auch in Skorpion gewesen und Skorpion hat auch oft so mit staatlichen Geldern zu tun oder Förderungsmittel zu tun oder Erbschaftsthemen zu tun, Finanzen zu tun. Was hier bei diesem Vollmond auch ganz wichtig ist, Neptun geht am 10. Dezember direktläufig. Es ist voll in Schattentagen. Also es wird auch viel dieses Thematik sein, wo ihr ganz viele Nachrichten hören werdet, entweder über die Fluggesellschaften, aber über die Spitaler, Gesundheitswesen, Sozialwesen, vielleicht Migrationscenter oder Integrationsprojekte kann das sein. Es kann aber auch zum Beispiel so Gespräche sein, wo man so für Opfer irgendwelche Sachen hilft oder für den Staat arbeitet und vielleicht, dass auch gewisse Firmen vielleicht Gelder erhalten haben von der Staat, wo sie nicht verdient haben. Wo nicht fair ist, zum Beispiel, dass sie zu viele Stunden aufgeschrieben haben oder dass sie irgendwelche Leistungen gemacht haben, wo nicht stimmt oder wo vielleicht aber auch so sein kann, wo gewisse Dienstleistungen nicht richtig erbracht werden. Das heißt, dieses Vollmond eigentlich bringt alles ans Tageslicht, das Positive, aber auch das Negative. Und es wird wirklich so sein, wie ein Tornado, der kommt und schaut, was ist echt und was ist nicht echt. Und eigentlich können wir auch so sagen, es ist eine ganz starke, so ein karmischer Vollmond eigentlich. Ganz, ganz stark, weil hier wird auch so entschieden, welche Menschen haben sich auch korrekt verhalten und welche Menschen auch haben sich nicht korrekt verhalten. Also das ist auch so eine Situation. Es kann aber auch so ausgelebt werden, dass hier zum Beispiel kann es sein, dass man euch vielleicht einen Vertrag zugesprochen hat und dann letzte Sekunde habt ihr das doch nicht bekommen. Oder ihr habt euch verliebt, in letzter Sekunde hat es doch nicht funktioniert, weil ihr gesagt habt, nein, also das ist mir noch nicht so ganz gut, das möchte ich nicht, es passt mir irgendwie was nicht oder es sind zu viel Manipulation, Eifersuchtsthemen und was weiß ich. Oder ich merke, das sind irgendwelche Sachen drinnen, wo einfach nicht stimmig sind. Und das heißt, in diesem Vollmond könnt ihr aber auch eure Gefühle nicht mehr unterdrücken. Das heißt, wenn die Liebe echt war, dann wird das auch ans Tageslicht kommen und ihr werdet vor allem auch oder andere Personen, je nachdem halt, wie eure Radix ist, ganz starke Gefühlsausbrüche sind hier auch angesagt. Entweder kommen ganz viele Sachen ans Tageslicht, wo sagt, so jetzt ist fertig, oder da kommen extrem viel Emotionen hoch. Ganz, ganz viel. Das kann auch, es kann auch sein, dass ihr irgendwelche Dinge erfahrt, was hinter eurem Rücken passiert ist, wo ihr nicht gewusst habt. Also das ist dann auch so zum Beispiel, also wenn eine Ehe nicht richtig ist oder Beziehungen oder Verträge oder wenn Sachen hintendurch passiert sind vielleicht, irgendwelche hintendurch Gespräche, das kommt alles eigentlich ans Tageslicht hier. Es wird sichtbar werden. Und ihr müsst auch wie so konkrete Entscheidungen treffen. Ja, stehe ich jetzt zu meinen Gefühlen und laufe ich weg? Auch die Lilith ist in diesem Vollmond eigentlich so in der Energie, ihr will ausbrechen. Sagen, ja, ich finde das unfair, ich will nicht mehr in dieser Gefangenschaft leben, in der Unterdrückung. Ich will nicht mehr mich an alte Verträge, alte Verhaltensformen weitergeben. Also Lilith will eigentlich die Befreiung, ich möchte gerne die Weiblichkeit eigentlich ausleben, möchte die auch eigene Identität ausleben. Auch der Mars sagt, so kann das ja nicht weitergehen, weil die Gesetze, die Dinge, die ich bis jetzt gemacht habe oder für das, was ich mich bis jetzt eingesetzt habe, eigentlich ist das gar nicht gut und ich verliere hier durch das etwas, was ich so gerne haben möchte. Nämlich in diesem Zwillingstierkreiszeichen ist auch etwas, was ihr gerne haben möchtet. Ihr hattet Krisen oder Ärger oder Stress in den letzten Wochen
Und hier ist eigentlich auch etwas, was ihr gerne haben möchtet. Aber für das ist es auch wirklich wichtig, dass ihr sagt, ey, ich muss jetzt aber meine Verhaltensform, meine Denkart loslassen. Und hier ist auch wirklich die Überlegung, warum müsst ihr überhaupt eure Denkart loslassen? Was ist nicht gut an eurem Denken? Was passiert seit Wochen eigentlich mit eurem Denkverhalten oder euren Kommunikationen? Wie ihr kommuniziert, wie ihr mit Menschen umgeht, Manipulationen vielleicht macht ihr das bei jemandem unterbewusst, unterschwellig. Oder Menschen machen das bei euch. Also wie seid ihr mit der ganzen Situation umgegangen? Also wie habt ihr euch auch da wirklich gefühlt in der ganzen Situation? Dieses Subtile, wo ihr das vielleicht nicht beweisen könnt, klar, aber ganz genau wisst, hier geht es um Manipulationen eigentlich. Hier geht es eigentlich auch um Opferthema. Warum? Weil der Neptun hat dieses Jahr euch gefragt, bist du immer noch der Opfer? Wirst du dich opfern oder kommst du aus der Opferrolle raus? Was machst du jetzt hier? Und jetzt geht der Neptun trägläufig und jetzt sagt so, jetzt ist das Spiel aus. Jetzt ist das Spiel aus, auch der Saturn ist trägläufig, mein Leben. Auch der Saturn sagt, ich will in diese Verschwommenheit nicht mehr sein. Ich will nämlich für mich eine neue Struktur beginnen bald, wenn ich ihn wiederkomme. Und das heißt, dieses Nebel, diese Unklarheit, dieses neblige Situationen möchte ich nicht mehr haben. Und deshalb haben auch sehr viele dieses Jahr ganz, ganz schwer gehabt, weil das ist natürlich ein 30-jähriger Zyklus von Saturn, wo zu Ende geht. Also das ist auch sehr, sehr eine spezielle Zeit, wo wirklich viele Leute das Gefühl haben, was mache ich? Und viele Leute auch, kann sein, dass dieses Jahr sich vielleicht für irgendwelche Stelle beworben haben oder irgendwelche Dinge, weil sie dachten, sie haben kein Recht, sich für die Stelle zu bewerben, was ihnen zusteht eigentlich. Und viele haben auch vielleicht keine Stelle bekommen oder keine Arbeit oder irgendwelche Partnerschaften haben nicht geklappt. Habe gedacht, ja nein, das steht mir nicht zu, ich darf nicht auf diese Person zugehen oder ich darf das nicht oder ich als Frau darf nicht dazu stehen eigentlich. Ich darf nicht zu meinen Gefühlen stehen oder ich als Frau darf nicht Nein sagen. Weil man muss sich wie anpassen. Warum wir Frauen werden auch so erzogen, dass wir uns den Männern anpassen müssen. Und das ist gar nicht wahr. Wir müssen uns den Männern ja gar nicht anpassen eigentlich. Also das ist ja, der Mann ist ja der aktive Teil und der Frau die passive Teil eigentlich und nicht umgekehrt. Das heißt, eine Frau muss ja den Mann gar nicht erobern oder nicht alles tun, was der Mann möchte, sondern eigentlich ist jetzt auch in der Tierwelt ja auch so, dass der Mann sich eigentlich um die Frau bemühen muss. Und das ist auch so diese weibliche Geschichte eigentlich, wo im Moment überall in jegliche Beziehungen gelebt werden. Das kann auch zum Beispiel in der Firma sein. In der Firma Personal und Firma eigentlich. Das heißt, der Personal stellt ja gar nicht die Firma ein. Das ist umgekehrt, das heißt, die Firma stellt die Personal ein eigentlich. Das heißt, Firma hat auch die Hauptverantwortung und nicht die einzelne Personal. Das heißt, Einzelpersonal machen das eigentlich, was die Firmen sagen. Aber das heißt aber auch nicht, dass ich unbedingt die Firma nehmen muss. Das heißt, ich als Personal, es müssen die Rahmenbedingungen da sein, wo ich mich aber auch wohlfühle. Das heißt, die sind die Aktive, die sagen mich ja, die nehmen mich als Personal, aber ich als Personal, ich bin der Weibliche so quasi auch, wo ich mich auch die Rahmenbedingungen habe, dass ich mich in der Firma sicher fühle, geborgen fühle, wo ich weiß, ich werde nicht sofort entlassen oder ich muss nicht jeden Monat irgendwelche Tests machen, wo ich meine Sicherheit habe, dass mein Lohn bezahlt wird, wo ich meine Sicherheit habe, dass die Sozialversicherungen richtig sind, wo ich weiß, ich kann meine Arbeit machen, wo ich nicht jeden Tag kontrolliert werde. Also das sind ja ganz, ganz viele Dinge eigentlich. Und doch gewisse Kontrolle muss ja auch sein. Das heißt, dieses aktive Teil und dieses passive Teil ist hier, kommt ganz stark auch ans Tageslicht, weil das hat auch so mit dem Opferthema. Warum auch in den letzten Jahren, eigentlich in den letzten 30 Jahren, sind ja die Frauen die männliche Teil geworden. Das heißt, die Männer, die haben gesagt, ich will mich gar nicht mehr verbinden. Also das heißt, die Männer haben gesagt, ich mache das, was ich will. Ich komme und ich gehe. Ich komme und ich gehe. Ich bin unverbindlich. Ich bin kein verbindlicher Mensch. Ich kann machen, was ich will. Und Frauen haben sich immer denen angepasst eigentlich. Das heißt, dieses kurzweilige Flirten, dieses kurzweilige Beziehungen eigentlich. Warum? Weil Männer haben vielleicht gesagt, wir wollen keine Verantwortung übernehmen. Wir wollen für die Beziehung nicht da sein. Wir wollen nicht die aktive männliche Teil sein. Wir wollen die weibliche Teil sein.
Wir wollen Frauen sein eigentlich. Wir wollen, warum? Eigentlich ist es ja so, eigentlich, dass die Frau muss sich in einer Beziehung wohlfühlen, sicher fühlen, geborgen fühlen. Und der männliche Teil ist es ja auch so, wo die Geborgenheit schafft. Das ist so wie die Vogel eigentlich. Die Mama-Vogel, der gibt Essen zu seinen Kindern. Und der männliche Vogel schaut, dass seine weibliche Vogel und die Babys von dem Vogel sich wohlfühlen und bringt Essen zu denen eigentlich. Das ist eigentlich vielleicht ein bisschen ein Beispiel gewesen. Ich weiß gar nicht, ob ihr damit etwas anfangen könnt. Aber das ist so in diesem Jahr das Thema gewesen, wo viele gesagt haben, diese Form von Beziehungen wollen wir nicht mehr. Wir wollen nicht mehr uns anpassen, wir wollen nicht mehr Dinge dulden. Diese Unverbindlichkeit wollen wir nicht mehr. Oder dieses Gefühl, wo ich nicht weiß, woran ich bin eigentlich. Und deshalb gehen dieses Jahr viele Beziehungen auseinander, viele Verträge, weil viele Leute sagen, in dieser Firma fühle ich mich nicht mehr wohl, ich fühle mich nicht sicher, weil die Firma sich ständig verändert, weil die Firma mir keine Strukturen geben kann. Weil die Firma einmal ist so, einmal so, wir verändern die Personal, wir verändern die Personal nicht. Das heißt, dieses Hin und Her eigentlich, eben dieses männliche Energie, wo ein Mann nicht klar sein kann, wo ein Mann einmal so und einmal so macht. Und die Personal sagt, wir wollen das nicht mehr. In der Beziehung genau gleiche. Viele Frauen sagen, ich will diese Form von Partnerschaft nicht mehr. Ich will diese Form von Beziehungen mich gar nicht einlassen, weil das ist für mich Larifari-Geschichte. Dann bin ich doch lieber alleine. Es macht mir mehr Spaß. Ich weiß genau, was ich mache, wie ich mit Kindern bin. Diese Energie ist im Moment ganz, ganz stark am Ablaufen. Eben Kommunikation. Und jetzt sagt die Planetin Folgendes. Hey, diese Art von Denken bringt dich gar nicht weiter, sondern da ist eigentlich etwas, wo du gerne dort haben möchtest, im Zwillingshaus, im Prinzip. Aber dieses Denken, du musst das aufgeben. Weil dieses Denken, wo du hast, es bringt dich nicht weiter und du machst keine Weiterentwicklung. Das heißt, es kann sein, dass ihr jetzt die kommenden Tage, dass die Leute mit euch knallhart reden, dass sie ganz klar sagen, hey, ich will dieses weibliche Energie in dir nicht mehr haben oder ich will diese Rahmenbedingungen nicht, es passt mir nicht. In dieser Form bin ich nicht bereit, deine Personal zu sein. Oder in dieser Form bin ich nicht bereit, mit dir in eine Partnerschaft zu gehen. Oder in diesem Bereich bin ich nicht bereit, ein Haus kaufen oder in dein Haus wohnen. Ich möchte hier weggehen. Und das, was du mir schuldest, das bezahlst du, sonst gehe ich mit dir ins Gericht. Also es werden übrigens auch ganz viel gerichtliche Dinge hier auch ein Thema sein. Was hier auch ganz, ganz wichtig ist, also wo ihr auch ein bisschen so denken könnt, der Uranus wird in Zwilling kommen und dieses Vollmond eigentlich erreicht, also dieses Höhepunkt vom Vollmond erreicht eigentlich, wenn der Uranus in Zwilling kommt, dass wir unsere Einstellung verändern beginnen. Und es ist auch, dass das Skorpionhaus wird sich in den nächsten Jahren verändern. Weil wenn wir uns eigentlich unser Denken nicht abgeben, weil wir nicht erkennen, dass das nicht richtig ist, was passiert eigentlich? Da können wir uns auch gar nicht weiterentwickeln. Und der Skorpion hat auch mit langjährigen Verträgen zu tun. Und in diesem Vollmond kommt ganz, ganz viel ans Tageslicht. Also in der Wirtschaftsleben werdet ihr das so erleben, zum Beispiel, dass gewisse Spitaler, Dienstleistungssektoren im Sozialwesen oder wo mit Staat arbeiten irgendwelche Institute, vielleicht mit Finanzen nicht korrekt gearbeitet habt oder irgendetwas zu viele Stunden geschrieben. Zum Beispiel, Sie bekommen von Krankenkasse Gelder und Sie haben irgendwelche Stunden geschrieben, was Sie gar nicht erarbeitet haben. Oder zum Beispiel, mache ich ein Beispiel, du bist eine Heilpraktikerin und da kommt jemand, du legst Karten und für das Kartenlegen tust du vom Krankenkasse Geld nehmen. Und solche Dinge können ans Tageslicht kommen. Eine super Vollmond ist übrigens nicht nur am 4. Dezember, es aktiviert, es ist sehr starke Energie für nächstes Jahr dann auch. Also es wird ganz, ganz stark euch wirklich berühren. Es kann zum Beispiel auch sein, dass ihr vielleicht Geschichten werdet auch hören, wo vielleicht Staat sagt, ja, gewisse Dienstleistungssektoren, wo wir vielleicht früher Krankenkassen so finanziert haben oder Medikamente oder Personal finanziert haben, da müssen wir gewisse Abschaffungen machen. Also diese Sektoren
muss sich jetzt vielleicht verändern. Oder sogar kann es auch sein, dass die Gesundheitswesen Personal sagen, unter diesen Bedingungen wollen wir nicht mehr arbeiten. Es kann nicht sein, dass es immer an uns alles hängt, dass wir Personal uns in diesem Sektor einfach nicht mehr wohlfühlen. Also das heißt, dieses Spitalwesen, dieses Asylwesen zum Beispiel, Integrationszentren zum Beispiel, Gefängnisbereiche oder Leute, die für Gefängnisbereiche arbeiten, kann das sein. Oder zum Beispiel Drogencenter, irgendwelche Dinge. Viele Institute, dort werden langjährige Verträge, wo sie vielleicht über die Staat Gelder subventioniert bekommen haben, werden vielleicht verkürzt, weil sie vielleicht Staat merkt, also das bringt jetzt doch nicht, da fehlen mir extrem viel Geld, wir müssen das Ganze umorganisieren. So kann das sehr, sehr stark ausgelegt werden. Und das ist ja nachher nicht nur so in der zum Beispiel Staats in der Schweiz oder in Deutschland so, sondern es sind dann auch in unserem Leben eigentlich, wo wir zum Beispiel sagen, also das passt nicht mehr in meinen Alltag. Das, was im Moment abgeht, das passt nicht in meinen Alltag und ich möchte das nicht in mein Leben haben. Und da wird so eine riesen Energie wirklich, also riesen Dinge passieren. Also es kann auch sein, dass ihr vielleicht irgendwelche Betrugsgeschichten erfahrt, Sachen, was hinten durchgelaufen ist, erfahrt. Also es wird extrem große Energie sein und deshalb empfehle ich euch ganz, ganz stark eigentlich eure Radix anzuschauen, weil dieses Vollmond ist so wie ein Tornado, müsst ihr euch vorstellen. Es fegt alles, was nicht mehr zu euch passt und es werden auch gewisse Leute hier Fehlentscheidungen treffen. Vielleicht haben sie ganz tolle Radix, aber durch ihre falsche Verhaltensmuster, weil sie immer die gleichen Fehler, immer die gleiche Kommunikation machen, werden sie einen ganz großen Verlust machen. Jetzt vielleicht die Frage von euch, ja, wie können wir dieses Vollmond überhaupt positiv nutzen? Da ist eigentlich folgendes Tipp an euch. Zum Beispiel, hier werden wahrscheinlich ganz viel vielleicht Erwartungen sind im Moment, vielleicht sind das Verträge. Mietverträge kann das sein, irgendwelche Abmachungen kann das sein, irgendwelche Deals, Flirts, Liebe, egal. Das sind vielleicht, sagt, ja, du musst mich so nehmen, wie ich bin. Du musst mich akzeptieren. Ich kann dich betrügen, du musst mich akzeptieren. Ich kann dich schlagen, du musst mich akzeptieren. Ich kann kommen und gehen, du musst mich akzeptieren. Da müsst ihr euch wirklich fragen hier ganz klar, passt dieses Mensch in mein Leben? Dieses Verhaltensform, diese Kommunikationsform passt in mein Leben. Und es gibt Leute hier, die wissen ganz genau, es passt nicht in mein Leben und die gehen trotzdem diesen Weg und die machen sich aber innerlich kaputt dabei. Und diese Leute gehen den falschen Weg. Wenn ihr aber macht, hey, da sind irgendwelche subtile Dinge, Manipulationen oder Erwartungen an mir oder man verhält sich mir gegenüber nicht korrekt oder ich als Frau fühle ich mich hier nicht wohl, aus irgendeinem Grunde. Ich habe hier vielleicht einen Mann, der sich wie eine Frau verhält, wo keine männliche Energie zum Beispiel hat, oder ich habe hier eine Firma, wo hat keine richtige Struktur, wo gar nicht weiß oder erfüllt die Verpflichtungen Mitarbeiter gegenüber nicht. Also der passt nicht in meinen Alltag. Also so, ich will diesen Menschen so nicht dienen oder ich will mich diesen Menschen so nicht hingeben. Und dann müsst ihr euch überlegen und wenn ihr merkt, es passt mir nicht, dann müsst ihr einfach ganz klar sagen, hey Chef, wenn du mich möchtest als Personal, dann musst du meine Bedingungen erfüllen. Ich muss nicht deine Bedingungen, weil ich muss mich wohlfühlen. Ich bin der weibliche Teil, so quasi hier Energie jetzt hier. Stellt euch vor, Personal ist das weibliche Teil. Und da sagt er, ja, ich muss mich auch sicher und wohlfühlen. Also das passt nicht, ich kann so nicht eine Dienstleistung bringen. Das heißt, die Menschen, dieses Chefs und so, überlegen sich, okay, also wir geben ihr den Lohn, den sie vielleicht möchte. Weil das stimmt, wir geben ihr zu wenig Lohn oder wir geben ihr zu wenig Anerkennung. Oder ja, solche Tests machen wir nicht, das ist nicht in Ordnung. Das heißt eigentlich, dieses Unklarheiten, dieses Hin und Her, dieses Verschwommenheiten, die müssen eigentlich wie verschwinden. Also das ist so die Lösung. Das könnt ihr aber auch in der Partnerschaft machen, also wo ihr sagt, ja, da passieren irgendwelche Dinge, ich gehe zum Beispiel mit dem irgendwo einkaufen und der flirt mit anderen Frauen und dann sagt er, nein, dieses Mensch passt nicht in mein Leben, diesen Menschen möchte ich nicht haben. Dieses Menschen möchte ich nicht haben, weil ich weiß, wenn ich mich auf ihn einlasse,
der wird mich betrügen, der wird mich hintergehen, der wird sich nie wirklich für mich entscheiden. Also das heißt, ein Cut. Sag ich, das mache ich nicht. Und wenn dieser Mensch das möchte, mit euch zusammen sein, dann muss er seine Denkarten aufgeben, seine Verhaltensform, seine Kommunikationsart. Weil es ist auch hier überhaupt die Gedanke, dass ihr euch auch überlegt, ja, welche Fehler habe ich mit meiner Kommunikation gemacht, mit meinen Denkarten gemacht. Und hier ist das Thema eigentlich, dieses Denkarten hinter euch zu lassen und ein neues Denken zu übernehmen eigentlich. Ein neues Denken, wo euch eigentlich auch weiterbringt. Und viele Menschen werden hier wie weiterkommen. Sie bekommen wirklich das, was sie wollen. Ihnen geht ganz plötzlich die Türen auf. Da kommen die richtigen Menschen an eurer Seite. Schicksalhafte Begegnungen werdet ihr plötzlich haben, weil ihr gesagt habt, das, was mir nicht gut tut, das geht weg. Es kommt eine andere und es wird danach kommen, wo ihr dann sagt, so, jetzt gehe ich wie neue Wege. Das ist zum Beispiel so eine Energie, wo ganz, ganz wichtig ist für euch. Es ist aber auch so, dass andere Menschen bekommen auch etwas. Einige Leute bekommen hier aber auch zum Beispiel Scheidung als Geschenk. Scheidung bekommen einige Leute. Oder einige Leute bekommen Probleme mit den Behörden. Warum? Weil sie vielleicht Gelder missbraucht haben oder Unterschrift für etwas gegeben haben, was sie nicht dürfen. Zum Beispiel vielleicht von den Krankenkassen Geld genommen, was sie gar nicht dürfen. Beispiel. Oder zum Beispiel Gelder vielleicht vom Partner missbraucht, Partnerschaften hintergangen. Das kann aber auch sein, Partnerschaftenbetrug kann ans Tageslicht kommen. Das heißt, es kommt ja auch viele, das heißt, es werden viele aber auch mit rechtlichen Dingen zu tun haben. Staatlichen Dingen, behördlichen Dingen, Ämter kann das sein, neue Wohnungen plötzlich kann das sein, Umzug kann das sein. Andere Länder gehen kann das zum Beispiel sein, neue Schulen beginnen, Ausbildungen beginnen kann das sein. Also alles so diese Dinge, wo ihr sagt, also nein, es kann auch so sein, wo ihr sagt, also diese Ausbildung, die ich gemacht habe, die bringen mich gar nicht weiter und ich merke eigentlich, jetzt muss ich eine neue Richtungsänderung machen. Und deshalb werden auch viele sagen, ich beginne eine neue Schule, eine neue Ausbildung, ich richte mich neue Richtung. Oder die Form von diesem Institut, die muss sich jetzt klar verändern. Die Leute müssen sich total umändern. Ja, das ist so eine starke Vollmond, super Vollmond, wo wie eine Tornado kommen wird. Hier empfehle ich wirklich ganz klar, ihr müsst ja nicht zu mir kommen, geht zu eurem Vertrauensastrologen, aber lasst euch eure Radix richtig euch anschauen, auch für das nächste Jahr, weil nächstes Jahr ist auch ein Jahr, wo viel sich bewegen wird. Wo ein unglaubliches Jahr, weil wir laufen, es wird auch das, was Sie übrigens hier auch anfangen, also das wird euch 1,5 Jahre jetzt auch beschäftigen. Also auch die Leute jetzt, wo vielleicht mit den Behörden und Ämtern Stress bekommen, die werden jetzt wirklich weiterlaufen und die müssen dann auch aufpassen. Also wenn ihr in der Situation sind, wo ihr Stress habt, dann müsst ihr wirklich schauen, wie muss ich meine Steine legen, damit es mir nicht so stressig wird. Auch diejenigen zum Beispiel, die hier positives Ding geschenkt bekommen, zum Beispiel sich in eine Partnerschaft einlassen, vielleicht in eine Firma neu beginnen, neuer Vertrag, neue Ausbildung. Das heißt noch nicht, dass ihr das Ganze wirklich habt, sondern in den nächsten 1,5 Jahren geht es wirklich darum, kannst du überhaupt diese Beziehung führen? Veränderst du dich jetzt wirklich? Wirst du jetzt umdenken eigentlich? Also das heißt, es ist so eine 1,5 Jahre auch eine Zeit, wo ganz viel eigentlich ablaufen wird, meine Lieben. So, ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit, eine super coole, super Vollmond wünsche ich euch und bis bald.